Aber eben, auf einmal machst du es richtig und dann geht es auf. Und, ja. Ja. Wir haben also lang geschaut. Ja. So gewesen, dass mir dass uns etwas gelungen ist, was einem vermutlich selten gelingt, oder? Vor allem nicht an den Unterländern, dass man natürlich am ersten Tag hat, Geister legen. Das ist natürlich, und wir wissen ja alle, ich meine, Steinwildjäger, also das haben die alle immer erzählt, gesagt, das Schwierigste ist, die Steingeiss zu bekommen. Oder wenn du Steingeiss hast, ja, dann ist der Bock dann eine einfache Geschichte, ja, denkst du. Jetzt ist es gerade ein bisschen wacker viel. Ja. Ohne Helfer einfach keine Chance. Also für mich ist es gar nicht. Das ist ja so. Und, die Helfer sind jetzt sehr wichtig. Also, es hat Erfahrung natürlich, Bergerfahrung, Steinbock-Erfahrung. Ich glaube, der Peter ist bei mir, das ist glaube seine siebte Jagd, Steinwildjagd, die er begleitet hat, als Guide in dem Sinne, wie man sagen. Und ohne ihn wäre ich chancenlos, das muss man ganz klar sagen. Mal schnell ein Stöckchen. Und einen Blick, nicht, dass wir hier reinlaufen. Ja, in der Nähe ist nichts. Das ist gut. Das ist gut, kannst du vorwärts. So, machen wir mal eine kleine Pause. Das ist ein guter Freund. Und er ist ja beruflich anders engagiert. Wir arbeiten eben auch noch zusammen. Ich meine, er ist Layouter, Cheflayouter von Jagd und Natur. Und hat mit dem eigentlich schon nichts zu tun, oder? Er macht es auch hobbymäßig. Ja, nicht wirklich viel. Ja, das ist ja wacker. Weiß ich nicht. Der eine liegt, jetzt siehst du nur das eine da oben. Einer hat eine schöne Auslage dort. Hat sich aber eben dann auch für die Zeit, wo wir die Steinbockjagd, die dann eben lang geht, ich habe bis zu 3 Wochen gehen, hat er sich eigentlich weitgehend so weit frei gemacht, dass er mich begleiten konnte. Wir hatten schon so viele Erlebnisse miteinander. Und der Peter hat sich ja grausam angestrengt. Er hat sich ja wirklich so viele Gedanken gemacht, oder? Was kann ich alles machen, dass er mich zum Erfolg bringt. Also, ihm ist das so wichtig gewesen, also extrem. Das habe ich gespürt, oder? Da oben ist dein Bock im Fall. Dein Bock steht dort. Wir gehen jetzt den Bach nach hinten. Also schauen so verdeckt wie möglich von diesen Böcken. Und dann gehen wir rauf, da schleichen wir hinten drauf auf den Puffer da. Und dann, also hinten am Puffer. Und dann gehen wir dort, es sieht aus wie ein Drehen, so ein Schafsdrehen, so einen Gang durch. Und dann kehren wir wieder links drauf auf die richtige Ecke rauf. Und dann probieren wir dort drauf, verdeckt drauf zu gehen. Das sind dann etwa vielleicht noch knapp etwa 7 bis 8 Meter. Und von dort weg, wenn wir dort einen guten Post hätten, dort möchten wir ganz sicher auf die verlangen.
machen wir es so, dann tun wir den Rucksack so mit dem großen Stein deponieren. Und dann gehen wir dort hinten rum und dann packen wir den. Herr Das machen wir. Genau. Den packen wir. Genau. Ja, das kommt gut. Nachdem wir am ersten Tag in die Steigeiz gehen, sind wir natürlich voller Mutes und gutem Mutes natürlich am nächsten Tag gerade wieder rauf natürlich, was gibst, was hast. Und ja, du weißt, es müssen sein. Peter hat natürlich wieder ausgespielt und hat Böcke gesehen, gute Böcke, eben solche, die auch für mich vorgesehen sind. Und ja, haben wir das Gefühl gehabt, ja, du, das geht ja bis in Wetter. Ja, jetzt mal habe ich gedacht, oh, jetzt sehe ich die Tore. Was für eine Distanz ist es? Ja, nicht weit. Ein 8- oder 9-Jähriger. Was wollen wir mehr? Mhm. Jetzt müssen wir nur noch zu euch kommen. Genau. Das ist ja gut, eben, Böcke sind ja eigentlich einfacher, oder? Oder? Haben wir damals noch das Gefühl gehabt. Und ja, darum sind wir wirklich guter Mut, dass wir denken, ja gut, also dann ist am zweiten Tag, dann holen wir den Bock. Und das war halt eben nicht so gewesen. Ich bin dort bisher, haben das Döbel reingespielt und haben gedacht, wo könnte man da durch? Und dann dachte ich, ja, an einem Ort dort müsste es gehen, vielleicht fast. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist schon ein bisschen eine Sache. Und darum wollte ich eigentlich hier unten ansetzen. Oder? Das wäre auch nicht so schlecht gewesen. Aber wenn man natürlich dort auf dem Weg nicht hat, dann ist es natürlich verloren. Das ist jetzt ganz dumm. Ja, sein. Das schießt mir jetzt gerade ein bisschen an. Ehrlich gesagt. Das schießt mir jetzt grausiger. Die Mutter sind die da, dann drehen noch einreisen da raus. Vermutlich schon. Ja, da geht der Schafdreier. Die sind raus und um, wenn die kommen. Wir haben dann einfach gemerkt, dass die Böcke, die dort oben im Walser Sura, wo wir dort gejagt haben, die sind extrem heikel gewesen. Die Böcke sind extrem heikel gewesen. Die haben einfach gerne eine Distanz von 400-500 Meter, sogar 600 Meter. Und wenn du dann zu nahe gekommen bist, haben die einfach den Abgang gemacht. Also, das haben wir gemerkt, das wird dann wirklich sehr, sehr zäh. Sehr, sehr zäh. Die sind bei dem Stein gelegen. Da wären sie nicht hoch gewesen. Das wäre sehr nice. Aber da kommt der Luft gut. Ich weiss nicht, vielleicht sind sie auch noch hinten. Das ist nicht einmal sehr, das stimmt. Und vielleicht sind sie über gerade ein Stückchen hinten. Man muss auch nicht so aufpassen. Das letzte Mal, wenn eine Brüche hat daneben geschossen, gell? Jetzt sind sie 200 Meter hinten gesegelt, nach einer halben Stunde sind sie wieder zurückgekommen. Boom. Das ist noch nicht verloren. Wir haben noch nicht verloren. Das ist schon, also, dann haben wir schon gemerkt, am zweiten Tag, wo wir dann oben runter sind, oder, habe ich gemerkt, oh, jetzt aber die Müdigkeit wird langsam gross bei mir. Oder? Und dann ist das Runterlaufen ist wirklich eine harte Geschichte. Oder? Rauf ist auch hart, aber ist schon fast noch härter. Also wenn ich mich einmal unten
Ich bin ja total, wenn ich durch mit dem Auto wirklich angekommen bin, ich ja total verschwitzt gewesen. Du, aber es geht mit jedem Schritt, kommen wir am Ziel näher. Mit jedem Schritt. Man sagt ja mal, ja, der Weg ist das Ziel. Aber beim Ablaufen ist der Weg nicht mehr das Ziel. Eben, 64, nicht mehr so gutes Weg wie auch schon. Und du hast gemerkt, also, das ist sicher primär. Es ist auch die Anstrengung, die Überwindung, die das braucht. Und jeden Tag und wieder rauf und wieder rauf. Und Höhenmeter und Höhenmeter und Höhenmeter. Das ist einfach das ist unglaublich. Oder? Das ist wirklich unglaublich. Also, Der Löwe, der Schade drüber, der König. Ein Weißbild. Aber der ist schon wieder so alt. Da war ein echter Kasten. Das ist etwa 6, 7 Jahre. Ich denke, das sind direkt schreiben. Nein. Der Golf, der Not, ist ein Wildhüter von Zernetz und ja, wir sind befreundet. Das hat ganz einen lustigen Hintergrund, weil wir haben einen hofischen Schweisshund von ihm, einen Welp, den wir ein gutes Jahr können übernehmen. Und das hat es natürlich auch eine enge Beziehung gegeben mit dieser Hundegeschichte. Aber er ist natürlich auch gar nicht dafür da, eigentlich Steinwildjäger da zu begleiten, vor allem nicht begleiten müssen. Ja, was hat der für Sohn? Schau, das Horn. Hey, das ist unglaublich. Hey, was ist das für ein Sohn? Ja, das ist ein Hammer. Ich bin natürlich immer, jeden Tag natürlich voll motiviert natürlich gegangen. Und auch wenn das Wetter teilweise nicht wirklich gut war, weil nach einer Woche ist dann der Schnee gekommen, Schneekälte, während einer guten Woche, und es war dann wirklich pickelhell. Aber eben, dann ist über die Berge, dann ist halt der Umschwung gekommen und dann hat der Wintereinzug gehalten. Oder? Und dann haben wir dann gemerkt, wie hart das wird. Oder? Gut, man tröstet sich natürlich dann, ja,
wenn es Schnee gibt, dann kommen die Steinböcke einfach oben runter. Ja, ja, aber mit einfach hat da überhaupt nichts zu tun gehabt. Oder einfacher ist es nicht geworden, ganz im Gegenteil. Verdammte Hure, Scheissbrüder so. Dort, wo er ist. Siehst du da? An der schwarzen Kante. Komm her. Dort. Dort oben, siehst du? Scheiße. Ja, siehst du? Jetzt ist er weg. Nicht gesehen. Nicht gesehen. Das ist immer der hure Scheissdreck mit den verdammten hure Scheissbrüllen. Ja, das ist halt einfach der Nebel ist manchmal dein Freund, aber manchmal ist er auch dein Feind oder, auf der Jagd. Also, das kennen wir und das musst du halt einfach akzeptieren, wenn du es nicht mehr siehst. Das Blatt hat sich dann wieder gewendet, es ist wieder schöner geworden und die Jagd hat dann wieder noch ein bisschen mehr Freude gemacht. Aber ich glaube, im Nachhinein muss ich sagen, zum guten Glück war es nicht so gewesen. Weil ich glaube, dass die ganze Steinbockjagd, die wären für mich, die wären schnell vorbei gewesen eigentlich für mich. Einfach so eben das Ganze, das Erdulden, Erleiden und so weiter und jeden Tag und wieder, das wäre ja alles weggefallen, wenn man am zweiten Tag den Bock schon gehabt hätte. Und es hat überhaupt nicht die Bedeutung, wie die Jagd, wie sie heute für mich hat. Das war wirklich ganz entscheidend gewesen, dass wir eben dort nicht Erfolg hatten. Und am nächsten auch nicht. Und die nächsten alles zusammen auch nicht. Oder? Und aber immer wieder hergegangen. Und dann haben wir auf einmal gemerkt, hoppla, das kann sogar eng werden. Oder?